In diesem Video möchte ich euch 10 Orte vorstellen und euch zeigen, warum es sich lohnt, sie zu besuchen, solange sie noch existieren. Der Klimawandel und andere Einflüsse verändern das Gesicht unseres Planeten und lassen einige seiner Wunder in naher Zukunft verschwinden. Von den schillernden Korallenriffen bis hin zu antiken Städten, die vom Zahn der Zeit bedroht sind, gibt es Orte, die uns mit ihrer Pracht und Geschichte in den Bann ziehen, bevor sie für immer verloren gehen. Wer also noch auf der Suche nach Inspiration für seine Bucketlist ist, wird hier sicherlich fündig. Los geht's gleich nach dem Intro. Unser erster Halt führt uns zum größten Korallenriff der Welt, dem Great Barrier Reef vor der Küste Australiens. Doch die Zukunft dieses Paradieses ist ungewiss. Steigende Meerestemperaturen, hervorgerufen durch den Klimawandel, setzen den Korallen stark zu. Dieses UNESCO-Weltnaturerbe beherbergt eine atemberaubende Vielfalt an Meereslebewesen und bietet ein unvergessliches Schauspiel für Taucher und Schnorchler. Noch ist es nicht zu spät, dieses einzigartige Ökosystem zu retten. Die sogenannte Korallenbleiche, bei der die Korallen ihre Farbe verlieren und absterben, nimmt erschreckende Ausmaße an. Es bedarf großer Anstrengungen, um den Klimawandel zu bekämpfen und das Great Barrier Reef für zukünftige Generationen zu bewahren. Wir reisen weiter nach Havanna, der Hauptstadt Kubas. Diese faszinierende Stadt verzaubert mit ihrer lebendigen Kultur, ihrer Musik und den prachtvollen Kolonialbauten. Doch hinter der farbenfrohen Fassade verbirgt sich ein Kampf gegen die Zeit. Viele der historischen Gebäude Havannas sind vom Verfall bedroht. Der Zahn der Zeit, aber auch Naturkatastrophen und mangelnde Ressourcen setzen dem architektonischen Erbe der Stadt zu. Hinzu kommt das Problem der Plünderungen. In den Ruinen einsturzgefährdeter Gebäude suchen Menschen nach wertvollen Materialien, was den Verfall zusätzlich beschleunigt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um Havannas historisches Zentrum zu erhalten. Unser nächstes Reiseziel führt uns nach Indien zum Taj Mahal. Dieses Meisterwerk der Mogul-Architektur ist ein Symbol der Liebe und ein Anziehungspunkt für Millionen von Touristen aus aller Welt. Erbaut im 17. Jahrhundert von Großmogul Shah Jahan zum Gedenken an seine geliebte Frau Mumtaz Mahal, erstrahlt der Taj Mahal in makellosem Weiß. Doch die Umweltverschmutzung macht auch vor diesem Juwel nicht Halt. Abgase aus Industrie und Verkehr lassen den weißen Marmor vergilben und greifen die Substanz des Gebäudes an. Trotz aufwendiger Reinigungsarbeiten und zeitweise Sperrung für Touristen ist die Zukunft des Taj Mahal ungewiss. Wir begeben uns nun in die Vereinigten Staaten, genauer gesagt nach Florida, in die Everglades. Dieses einzigartige Feuchtgebiet beherbergt eine unglaubliche Artenvielfalt und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht der Region. Doch die Everglades sind bedroht. Die zunehmende Besiedlung durch die Ausweitung des Gebiets rund um Miami und die damit einhergehende Wasserverschmutzung setzen dem Ökosystem zu. Hinzu kommt der Klimawandel, der zu einem Anstieg des Meeresspiegels und extremeren Wetterereignissen führt. Seit dem Jahr 2000 gibt es ein ambitioniertes Renaturierungsprogramm, um die Everglades zu schützen. Am Ende wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, um dieses einzigartige Naturjuwel zu erhalten. Unsere Reise führt uns weiter zum tiefstgelegenen Punkt der Erde, dem Toten Meer. Dieser Salzsee, der an der Grenze zwischen Israel und Jordanien liegt, ist bekannt für seinen hohen Salzgehalt, der ein Schweben im Wasser ermöglicht. Doch das Tote Meer schrumpft. Jahr für Jahr sinkt der Wasserspiegel um mehr als 1 Meter. Verantwortlich dafür ist vor allem die Wasserentnahme aus dem Jordan, dem wichtigsten Zufluss des Sees. Der Rückgang des Toten Meeres hat dramatische Folgen für die Umwelt und die Menschen in der Region. Es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie der Mensch das empfindliche Gleichgewicht der Natur stört. Unser nächstes Ziel ist Venedig, die romantische Lagunenstadt in Italien.
Mit ihren Kanälen, Brücken und Gondeln verzaubert Venedig jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt. Doch Venedig ist in Gefahr. Die Stadt sinkt langsam aber stetig. Verantwortlich dafür sind verschiedene Faktoren wie die Bewegung der Erdkruste, die Entnahme von Grundwasser und der Anstieg des Meeresspiegels. Um Venedig vor dem Untergang zu retten, wurden aufwendige Schutzmaßnahmen ergriffen. Doch ob der Kampf gegen die Naturgewalten auf Dauer möglich sein wird, bleibt ungewiss. Wir begeben uns nun in den Indischen Ozean zu den Malediven. Der steigende Meeresspiegel wird die meisten dieser Inseln bis zum Ende des Jahrhunderts unbewohnbar machen. Die Regierung der Malediven sucht nach Lösungen, um ihr Land vor dem Untergang zu retten. Am Ende wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, der die Zukunft dieses Inselparadieses ungewiss macht. Unsere Reise führt uns nun nach Afrika zum Kilimandscharo. Der höchste Berg Afrikas ist ein Wahrzeichen des Kontinents und ein beliebtes Ziel für Bergsteiger aus aller Welt. Doch der Kilimandscharo verliert sein bekanntestes Merkmal, seine schneebedeckte Spitze. Die Gletscher des Kilimandscharo schmelzen rapide, eine Folge des Klimawandels. Wissenschaftler prognostizieren, dass die Gletscher des Kilimandscharo in wenigen Jahrzehnten vollständig verschwunden sein könnten. Ein Verlust, der nicht nur landschaftliche, sondern auch weitreichende Folgen für die Wasserversorgung der Region hätte. Unsere letzte Station führt uns nach Peru, zu Machu Picchu. Diese sagenumwobene Inka-Stadt, hoch oben in den Anden gelegen, zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern in ihren Bann. Doch Machu Picchu ist durch den Massentourismus und Naturgewalten bedroht. Die Erosion des Bodens, Erdbeben und der Klimawandel setzen den Ruinen zu. Um Machu Picchu für zukünftige Generationen zu erhalten, wurden strenge Besucherbeschränkungen und Schutzmaßnahmen eingeführt. Es ist ein Balanceakt zwischen dem Schutz dieses einzigartigen Kulturerbes und dem Wunsch, es der Welt zugänglich zu machen. Die 10 Orte, die ich euch in diesem Video vorgestellt habe, sind nur einige Beispiele für die Schönheit und Zerbrechlichkeit unseres Planeten. Der Klimawandel, die Umweltverschmutzung und der Einfluss des Menschen bedrohen viele Orte, die uns mit ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer landschaftlichen Schönheit in den Bann ziehen. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Orte zu schützen und zu bewahren, damit auch zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, ihre Schönheit zu erleben. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle allzeit gute Reise.